Bereit mache ich noch nicht. Wir schauen uns erstmal an. Tattoo? Tätowierung. Oh, der kommt aus dem Knast. Du also auch? Ich war das schon mal, ja. Ja, aber Handverletzung, nicht. Säureverbrennung, Chemieerfahrung. Hier an den Fingern. Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Symbol auf dem zerbrochenen Topf? Nee, Kew doch. Gardens Symbol. Das ist hier, was hier liegt, aber dort liegt auch das Symbol des zerbrochenen Topfes. So nur markierte Blumentöpfe. Ja. Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Also machen wir Symbol auf Grund. Ja. Nevertheless, we have seen Kew Gardens flower pots in your yard. How could they happen to be there? What? Our sacred place you permitted yourself to search. Sacrilege. No, really now. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago, and we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No. Those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Their director, Dump, I believe. Done. Yes, that's what I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition at his green fly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No, we did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our 3 plants. I beg your pardon. And yet you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. Okay, also gestohlen haben sie was, aber ich habe jetzt nicht ganz rausverstanden, was sie gestohlen haben. Green Grand Mystic, we are ready to become devotees and gain access to your temple. What is the name of our Lord, our God King? Our God King's name is Trewan, Green Grand Mystic. Oh la, good, I like you. Here is the holy key to the wisdom place. Holy donation, can you make? Oh, das war ja ein ganz schweres Tutorial. Thank you so much. I pray you to taste our fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. Oh ja, bitte. But of course. Raw sap, it is called. It is near the entrance. Well, Besondere we will Düngung. leave you to your meditation. Göttliche Gesellschaft hat gestohlen, haben sie zugegeben, verschwundene tödliche Pflanzen. Nee, nicht tödlich. Tödliche Pflanzen gestohlen. Genau. Göttliche Gesellschaft stahl alle Pflanzen, auch die tödlichen, die könnten sie eingesetzt haben, um unter gut zu dienen. Die Göttliche Gesellschaft stahl nach der Ausstellung alle Pflanzen, bis auf die tödlichen. Also, dass sie gestohlen haben, das steht definitiv fest. Und noch was Neues? Nein. So. Dann gucken wir mal in den Tempel rein. Weißt du, was wir noch gar nicht probiert haben, können wir auch die Glocke läuten. Menno. Der Bon geht ja. Bon. Und Mafiosi. Habe ich gesagt, die Dinge gibt es hier neben Drogentisch. That should be the raw sap that the Green Grand Mystic spoke of.
Weißes Pulver aber. It is rather delicious and of an excellent quality. Was hast du da My word, gegessen? Holmes. Their sap is like a form of cocaine. Alter. Du hast Kokain genommen. Einfach mal so ein Löffelchen. Ich nehme nicht gerne mal so ein Löffelchen Kokain einfach mal so. Lord. The list of plant friends and benefactors, lawyers, well-known manufacturers, political leaders. This must be Triwan, the divine syndicate's god. Praise the grand tree. Praise it. Ja. Mach mal. This door is locked, but I can try to open it. Ja, dann tryen wir das mal, das zu open. Das sieht doch schon ganz gut aus. So, haben wir das schon mal angepasst? Ich muss noch ein bisschen mehr sehen hier irgendwie. Und hier. Wieso habe ich das Gefühl, dass das hier an der Stelle noch nicht richtig ist? Das passt da, aber da passt es nicht. Ist da? Aha. Das sieht schon besser aus. Wie sieht es hier drüben aus? Das da drüben passt eigentlich auch soweit ganz gut. Zack. Und da haben wir es. Dauert immer ein bisschen, aber wir haben es. Schmiedig. These Opiumtablett. instruments are used for smoking opium. Ich vermute mal, die stellen hier die Chemikalien her, also die Drogen. Fangen wir an. This cabinet is full of chemicals. They are the same as the ones we found in the laboratory at Kew Gardens. Das ist Alkaloid. Mhm. This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Also irgendjemand hat damit rumgespielt. That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. A vast amount of opium. Okay, also ich gehe davon aus, die stellen hier bloß Drogen her. Die haben mit dem Mord nichts zu tun. Oder siehst du das hier anders? Kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Also mein Anfang wäre ja da. Das ist die gestohlenen Pflanzen. Ja, Do Not Touch, guck mal, da stehen noch die ganzen Dinger mit Do Not Touch.
Oh, Pflanzenreste. Wir hatten noch verbrannte Pflanzenreste. A tropical plant. Nothing of interest. A tropical plant. Nothing of interest. A tropical plant. Nothing of interest. A tropical plant. Und aber scheinbar nicht. These 3 plants are identical to the ones shown at the exhibition. I shall take them. Natürlich, jetzt nehmen wir sie mit. Fällt doch überhaupt nicht auf. A tropical. A trop. Ja. Drop. Der Drop den Shit. Oh, Raupen. Caterpillars. They are raised as food for certain plants. Let's take them. Interessant. Wollen wir nochmal mit dem Guru reden? Bevor wir dann, oder wollen wir erstmal die Schlüssel ziehen? Wir ziehen erstmal Schlüssel. Wovon du immer noch nicht viel hast. Dazu kamen jetzt verdächtige Zutaten. Ja. Es hat den Anschein, dass die tödlichen Pflanzen, das Akaid und den Raupen irgendetwas miteinander zu tun haben. Führen Sie ein Experiment mit den tödlichen Pflanzen durch, bei dem Sie Akaid und die Raupen benutzen. Okay. Noch was? Mhm. Perfect. Wir reden nochmal mit dem und dann machen wir uns so. Wenn wir noch mit ihm reden können. Follow my path, and better you will fear. Dann nochmal in die Baker Street. Tödliche Experimente machen. Dann legen wir mal los. I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. Okay, was haben wir denn? Wir fangen links an, ne? So. Toll. So, wir können ja das da drauf. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Aber ich könnte ja den vorher mal Essen geben. Nom, I nom. find the Fleisch essen. behavior of predators utterly fascinating. Okay, bringt mir gleich. Wo ich vermute, dass es die hier ist. Weil die sieht aus, als würde die... Sporen freisetzen. Ja. Wir gehen mal das This mal. plant seems to have had no reaction from the caterpillars. Okay. It appears to open after being soaked with alkaloid. Okay, aber nicht... Kann ich jetzt das reinmachen? This plant seems... Gehen wir dämmern das. Oh. Toxic gas with spores. Extraordinary. Zufällig richtig. Wir sind so super, wir sind Genies. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Machen wir. Wir haben hier noch eine Entscheidung. Mit einer Entscheidung.
Die göttliche Gesellschaft ließ die tödlichen Pflanzen in Kew Garden, um ihn Montagu zu einem späteren Zeitpunkt zu ermorden. Sie waren aber dauerhaft da, die Pflanzen. Jemand stahl die tödlichen Pflanzen, bevor die göttliche Gesellschaft dies tun konnte. Hast du da schon eine Tendenz? Ich würde tatsächlich eher davon ausgehen, dass die göttliche Gesellschaft da noch nicht mit drin ist. Sehe ich auch so. Was wir das hier machen? Weil da war das... war einfach zu wenig direkter Bezug dafür drin. Und die stahlen alle, bis auf die tödlichen, weil die tödlichen schon weg waren. Ja. Deswegen. Damit sind die hier raus, haben wir diese Entscheidung schon gemacht und alles andere ist jetzt wieder frei. Das wird ja nicht gehen, oder? Doch. Albert ist unerfahren. Betonung gehört nicht zu den Stärken von Albert Dan. Dementsprechend unwahrscheinlich ist es, dass er wusste, wie Pflanzen zum Verschießen ihrer tödlichen Sporen gebracht werden können. Albert Dan hat das biologische Wissen, wie man tötet. Ich sage ja, Albert ist unerfahren. Ich glaube nicht dran, dass er das kann. Das ist überhaupt nicht seins. Was denkst du? Ich finde seine Art komisch, wie er immer runterguckt, aber es kann auch einfach andere Gründe haben. Er ist schüchtern, haben wir ja gehört. Ja. Und wenn du schüchtern bist, schaust du immer nicht immer unbedingt in die Augen. Ich weiß. Ich mach's erstmal, wir können es ja später noch bedenken, falls wir neue Infos kriegen. Oh, das geht auch. Weit ist unerfahren. Die total nicht wissen, was sich weit an der Universität angereicht, womöglich nicht aus, die korrekte bezweifle ich. Miss White hat die biologisch Wissen, wie man mit tödlichen... Jo. Hat sie ja. Okay. Uns fehlt ja noch Sammys Motiv. Deswegen, das ist noch nicht die Entscheidung. Also, dass das erst... Das glaube ich nicht. Das bringt dir ja keine Vorteile in keinster Weise. Aber es geht halt definitiv schon Aber Richtung Lösungen wieder. Hämisch, ja, aber Hämisch, ja klar. Aber Hämisch fehlt uns noch. Ja. Das Na dann. heißt, auf zum Reden. Das schaffen wir heute noch. Also ich tendiere eigentlich eher mehr zu Hämisch. Weil sie eigentlich so der Unschuld war. Aber wir können uns auch beide komplett täuschen. Also meine Meinung ist Hämisch hier aktuell. Das habe ich ja von Anfang an auch vermutet. Aber das kann auch genau der Twist sein, dass das nicht Hämisch ist. Mhm. Und sie ja scheinbar doch ein wenig verlogen. Und so wie es scheint. So, und weiter geht's. Reden wir mit allen nochmal. Duns Tod. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. 10:30 Uhr. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Albert, erzähl mal. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious? Well, I was working in the seed house, taking care of Lysa something, or Lear Pontus, or... No, wait. Ah, these Latin names. And I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes. He came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock.
Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh my God. Hast du den Schilderungen von Hamish? We shall see you again soon. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie sagt. Ja, weil jetzt lässt es sie natürlich gerade in den Vordergrund rücken. Sie rutscht gerade im Motiv rein, ja. Aber was hat sie davon? Vielleicht weil sie als Ersatzvater, zumindest sagt sie es, ne? Sie ist natürlich auch sehr gut, vielleicht würde sie das alles an sich reißen. Kann sein. Er war im Seathaus. Hamish kam ins Seathaus dazu. Von hier aus kann man es nicht sehen. Von vorhin gesehen, Fenster kannst du nicht sehen. Du musst das andere Zimmer haben. Und da könnte sie gewesen sein. Komm schon, überführ dich. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Muss man es nochmal anhören. Certainly, please do. Mhm, You will find it in the laboratory. It is number 320. Das ist ein anderer Auftritt. Thank you, miss. Einige Zeit später. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. Ich würde eigentlich gern das Labor aufsuchen. Wenn wir was finden, wo es war. War das hier? Ja. Nee, im Labor hat sie gesagt, ist das Ding. Achso. Das ist ja, glaube ich, nicht das Labor, oder? Naja, aber da war doch vorhin auch eins mit dabei bei 320. Nee, Ja, die haben wir auch nicht. Ja, okay. Ich glaube, das ist nicht das Labor. Ja, so wie ist die Aufzugsstation. Warte mal, hier vorne ist die Karte. Labor ist das große Ding. Das ist richtig. Das ist das Labor. Dann hören wir uns einfach beide nochmal an. Weil das eine hat sie ja zum Beispiel 320, genau. Cylinder 320. Records. Nee, ich weiß. Here it is.
plants, classified as shrubs or grasses, have adapted to their arid environment due to a system of underground roots. This recording seems very long. It is unnecessary to listen to all of it. Miss White was in the laboratory, as she told us. Dann war sie hier. Haben wir schon irgendwas noch an Beweisen? Ja. Gut. Dann testen wir es rum. Gut. Ja, von hier aus konnte man das sehen. Das war das Aufzughaupt. Das war eigentlich chemisch. Ich glaube, das geht hier noch ein paar Minuten. Das ist Dry Tropic. Ja. Nur durch, ja. So, wir sind wieder hier. Alle sind so weg. Das war ja das. Ah, guck mal. Ah. Das ist 1. No, it wasn't like that. Hey, warte. 1. Nee. Die Pflanzen müssen doch erstmal reagieren. Kannst du mit den Pflanzen was machen? Ach so, warte, da oben, warte. Ja, genau. Ich kann es ja nicht anwählen, ich kann ja nicht irgendwas anwählen. Okay. Wahrscheinlich dann nur so. Ja, dann das die 1, 2. 2. Und dann passiert der Rest hier. Genau, das taumelt der und stürzt. Die Tür war zugeschlossen. When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. Sag ich doch, dass das noch dazu kommt. Ja, schon klar. Aber ich wusste, mussten wir jetzt noch mal das finden. Na, war das nicht die andere Seite raus? Nee, hier hinten. Ja, gut. Ist rum wie du jetzt rausgegangen wärst. Nee, sonst wäre ich vorne rausgekommen. Achso. Wir wollen hier hinten raus, da ist ja das Ventilationssystem. First of all, I need to visit the Colonial Collection Room to see how those caterpillars dropped onto the deadly plants. Ah. Ja, über das Gitter. Das Gitter ging auf. Und dadurch sind die rausgefallen. Wir laufen ja gerne. Water. The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. Wir haben kurz komische Arschräge. Leuchtet das jetzt hier? Ach so, damit ich das Ventilationssystem nachverfolgen kann. Bestimmt, ne?
echt nicht. Ja. The power is on. The engine has started. The ventilation system is working. Und es ist wahrscheinlich, das Ding ist aufgegangen, die Robben sind runtergefallen. Das ist ein echt perfider Plan gewesen. Was? Now we need to see if we can activate the fans from Mr. Hamish's and Albert's space. Ich laufe wieder zurück. Wir brauchen mehr Türen. Im Hamish Place wird es wohl gehen. Na, hier und da. Ja. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. So ein Hin- und Hergerenne, Leute. Rechts. Before I activate the fan, I need to check if the interior of the Colonial Collection Room can be seen from here. Na, von dort war es ja nicht, oder? Here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Das war doch nur bei Hamish. Ja, da wollte so gucken. Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. Das heißt also definitiv, am Hamish Arbeitsplatz wurde es It ausgelöst. works perfectly, Holmes. Bravo. Now, if you could just help me to get rid of these caterpillars. Du standst auch direkt runter. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out, by activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. Tödliche Präzision, Belüftungssystem. Hamishs Gelegenheit. Martin Hamish hatte die Gelegenheit, die getöteten Pflanzen in Kolonialhaus zu simulieren. Als Biologe hätte er genau gewusst, wie das zu bewerkstelligen ist. Ja. Dann wäre es wirklich, und er hat die chemische Erfahrung und so weiter. Ja. Wäre es sie nicht? Zu ihm passt es zumindest halt einfach mehr. Martin Hamish könnte der Täter sein. Er hatte Gelegenheit, die Pflanzen der göttlichen Gesellschaft zu stehlen und sie von seinem Arbeitsplatz zu stimulieren, unmittelbar nachdem er Montague Dunn im Kolonialhaus eingeschlossen hatte. Aber er hatte keinen Schlüssel. Eigentlich. Ah nee, der Albert war da, glaube ich, noch nicht mit allen Schlüsseln ausgestattet. Hamish verhaften lassen. Sorgen Sie dafür, dass Martin Hamish verhaftet wird. Ich glaube immer noch nicht, dass sie zu unerfahren ist. Glaube ich nicht. Das habe ich ja auch nicht gesagt, dass sie unerfahren ist, Aber wenn aber ich das letztendlich auswähle- mussten wir es ja ändern. Jetzt sich das ganze Ding wieder auf. Das lassen wir ihn verhaften erstmal. Wie lassen wir ihn verhaften? Let's go to Scotland Yard. Okay, Dankeschön, Watson. Jetzt geht's bestimmt in die Vernehmung.
locked. Tschüss. Achso, ich muss bestimmt ihm Bescheid sagen, ja, und Lestrade. Der ist hier. Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it. I'll send the lads around to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you. Einige Zeit später. Ah. Oh, er hat ein anderes Buch. Ja. Na komm, mach nicht immer so lange mehr Screen. Wir fahren doch wieder raus zum Hof, oder? Wahrscheinlich. Und so lange wie die Fahrt ist, der lädt ja immer sehr lange. Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Er ist tot. So klingt es. Wollen wir das jetzt noch weitermachen oder recherchieren wir das beim nächsten Mal? Ich würde sagen, das recherchieren wir beim nächsten Mal, dann müsste ja, glaube ich, noch ein Fall kommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ich muss nachgucken. Gut.